Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit dem iPhone bei Instagram mehrere Bilder in die Story hochladen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Es gibt 3 Möglichkeiten, mehrere Bilder in die Story zu stellen. Und zwar könnt ihr die Bilder nacheinander hochladen, direkt in der Story-Funktion eine Collage erstellen oder ihr nutzt eine externe App zum Erstellen einer Collage. Wir zeigen euch jetzt alle 3 Optionen. Ihr könnt mehrere Bilder hintereinander hochladen, indem ihr auf das Plus-Symbol oben rechts klickt und durch das nach rechts wischen oder tippen die Option Story auswählt. Swipet nach oben, um in die Fotogalerie zu gelangen und wählt ein Bild aus. Tippt unten links dann auf Deine Story. Nach einem kurzen Moment ist das Bild dann hochgeladen und um mehrere Bilder hochzuladen, wiederholt ihr diesen Vorgang einfach. Wenn ihr aber eine Collage direkt über Instagram gestalten möchtet, geht ihr wieder auf das Plus und zur Story. Ihr könnt einen einfarbigen Hintergrund für die Collage kreieren, indem ihr ein beliebiges Foto macht und oben in der Leiste auf Malen tippt. Wählt eine Farbe aus und tippt für einen längeren Moment auf den Bildschirm, bis sich der Hintergrund färbt. Jetzt tippt ihr oben in der Leiste auf das Sticker-Symbol und auf Sticker hinzufügen. Als nächstes werdet ihr in eure Fotogalerie weitergeleitet. Wenn ihr oben links auf Aufnahme tippt, bekommt ihr übrigens auch die Möglichkeit, in einem anderen Ordner nach einem Bild zu suchen. Wählt ein Bild aus und tippt danach wieder auf Sticker hinzufügen. Wiederholt den Vorgang so lange, bis ihr alle Bilder in der Story habt, wo ihr sie nur noch anordnen müsst. Das macht ihr, indem ihr das Bild mit einem Finger verschiebt und mit 2 Fingern kleiner und größer zieht. Um ein Bild vor ein anderes zu heben, tippt ihr einfach einmal auf das Bild und es rückt in den Vordergrund. Bei einem Tippen haben die Bilder abgerundete Ecken und beim zweiten Tippen werden sie eckig. Natürlich könnt ihr auch noch Schrift hinzufügen und letztendlich zum Veröffentlichen auf Deine Story tippen. Es ist auch möglich, als Hintergrund der Collage ein Foto oder Video auszuwählen. Fügt dazu als allererstes ein Bild oder ein Video in die Story, welches ihr als Hintergrund nutzen möchtet, so wie wir es auch am Anfang des Videos gemacht haben, und tippt dann wieder auf Sticker hinzufügen. Ohne externe Apps könnt ihr so schnell und kreativ schöne Story-Collagen erstellen. Natürlich gibt es aber auch Apps, um Collagen oder Story-Designs zu erstellen. Wir zeigen euch als Beispiel einmal, wie das mit der App Unfold funktioniert. Die App hat einige kostenlose Designs, die man dafür nutzen kann. Öffnet die App und wählt ein Design auf der Entdeckerseite aus. Die Designs ohne ein Plus sind kostenlos. Wenn ihr ein Design antippt, wählt ihr den unteren Button Dieses Template verwenden. Es öffnet sich das Template, in das ihr jetzt eure Medien einfügen könnt. Mit einem längeren gedrückten Halten auf das Bild und anschließendem Ziehen lassen sich Bilder mit einem anderen Bild tauschen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch noch einen Text hinzufügen, um eure Collage zu verschönern. Wenn ihr dann zufrieden seid, tippt ihr oben rechts auf Speichern und direkt auf Stories. Euer Template wird automatisch in eure Story eingefügt, wo ihr sie dann nur noch veröffentlichen müsst. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem kurzen Video weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft keine Tipps mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.